Hallo, ich heiße Cheryl von Barsewitz. Schön, dass du da bist. Heute ist eher eine Mittelstufe-Stunde, vielleicht ein bisschen fortgeschrittene, aber jeder kann es machen. Wenn du siehst, jeder in Asana, was dir vielleicht ein bisschen zu viel ist, mach nicht, dann komm wieder runter in einen Vierfüßlerstand oder warte auf die nächste Asana und komm einfach in eine ruhige Stelle. Aber diese ist echt für jede diese Geschichte, was ich jetzt erzähle. Jetzt kannst du, wenn du das noch nicht gemacht hast, du kannst in den Rückenentspannungslage kommen. Das heißt, deine Beine sind ausgestreckt, deine Arme sind neben dir und du verbindest dich mit deinem Atem, wie du einatmest und ausatmest. Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Kopf und was da läuft. Was für eine Kopfkino hast du gerade mal? Und jetzt deine Aufgabe ist es jetzt auszuschalten. Wie macht man das? Einfach jetzt auf deinen Atem konzentrieren. Tief einatmen und ausatmen. Und heute möchte ich war inspiriert heute bei jemand, die ein Buch vorgelesen hat. Und ich möchte jetzt das nicht vorlesen, sondern die Geschichte erzählen. Aber während wir Yoga machen. Nicht die ganze Zeit. Aber das heißt, schließ deine Augen. Konzentriere dich weiter auf deinen Atem. Und ich lese jetzt eine Geschichte, der Löwe in dir. Und das ist bei Rachel Bright und Jim Feld. Und jetzt ganz langsam bewege dich, sodass du in die Stellung des Kindes kommst. Ganz langsam, du kannst umdrehen und du kommst ganz langsam in den Fersensitz. Du weißt, ich kann nicht ganz hinsetzen wegen meiner Knies, aber du kannst ganz langsam deine Fersen, deine Po und Fersen berühren sich und du kannst ganz langsam mit deinem Kopf nach unten und deine Hände hinter dir. Und es gab einmal, du bleibst da und du atmest tief ein und aus und du lässt alles, was heute geschehen ist, einfach los, alles, was du nicht brauchst, los. Und du stell dir vor, ich komme aus dieser Stelle, weil es tut weh, aber du bleibst da, du bist jetzt eine Maus. Du bist eine winzige, kleine Maus. Und ja, du fühlst dich immer klein, immer winzig. Und alle anderen sind größer und kräftiger und ja, einfach größer. Und niemand, du bist immer eine Maus und jeder tritt auf dich und du bist einfach, niemand sieht dich. Und jetzt, versuch mal zu Geräusche wie eine Maus zu machen. Das heißt, du atmest ein und wenn du einatmest, du magst diese Stimme. Und wenn du ausatmest, lass alles los. Wenn du atmest ein, hol die Luft ganz nach oben und du versuchst zu piepsen. Und dann ausatmen. Lass alles los. Letztes Mal tief einatmen, lass dich piepsen wie ein Maus. Und ausatmen. Und jetzt komm auf die Vierfüßlerstand. Du kommst in die Vierfüßlerstand und du bist hier so und du hast deine Hände unter deine Schultern, deine Knien unter deine Hüfte und du stellst dir vor, dass du ein Löwe bist. Du atmest tief ein und was hat eine Löwe mit seiner Kopfverlängerung? Du machst tief einatmen und
Mit einem Arm vorne. Ja, mach das nochmal. Tief einatmen. Ganz laut, sodass du alle Leute in deinem Haus erschreckst. Nochmal, tief einatmen. Und diese Löwe ist mächtig und stolz und wichtig und alle wollen genau wie ihn und bewundern ihn. Und jetzt komm ganz langsam nach unten und komm in die Bauchentspannungslage. Bring deine Füße, deine Zehen zusammen, große Zehen zusammen und deine Fersen fallen locker nach außen. Und verbinde deine Bauchatmen mit dem Boden. Und diese Maus will eigentlich gehört werden und hat beschlossen, ich will lernen, wie man diese brüllende Geräusch machen, wie diese Rar. Aber die einzige Mensch, die das mir beibringen kann, ist wer? Der Löwe. Und der Löwe, ich habe echt Angst auf diese Löwe. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich das schaffe. Und jetzt kommt es langsam nach oben zum Sitzen. Und eine kreuzbeinige Sitz. Und mach dich ganz gerade. Deine Sitzbeinhocker sitzt auf dem Boden, die pressen in den Boden, sodass du noch länger in die Verlängerung gehst. Dein Rücken ist ganz lang und du bist ganz gerade. Und dein Kopf geht nach oben und wie die Maus sagt, ja, ich werde den Mut nehmen, zum Löwe zu gehen. So du gehst, die Maus geht zu die Löwe und die Löwe schläft und die Maus kommt direkt vor seine Nase und sagt, hallo, lieber Löwe, ich möchte etwas von dir lernen. Ich will brüllen wie dir. Oder wie du, Entschuldigung. Und der Löwe wacht auf und macht einatmen, Arme nach oben und ganz langsam Arme nach unten, deine Hände über deinen Kopf und geh in eine Vorwärtsbeuge und bleib da und atmet ganz tief und fest und schnell. Und die Löwe sagt, ich habe Angst vor Mäuse. Ich habe Angst vor Mäuse. Und die Maus kann es nicht glauben. Kann es überhaupt nicht glauben, dass eine Löwe Angst vor einer winzigen Maus haben kann. Und so, die Maus ist zu die Löwes Ohr gegangen und hat ihm vorgeschlagen, warum können wir nicht Freunde sein? Ich kann dir beibringen, dass wir keine Freunde sein. Alles ist gut. Und du kannst mir helfen zu brüllen lernen. Atme tief ein und komm nach oben mit deinen Armen oben über deine Ohren. Und ausatmen, Arme senken. Und was haben die getan? Die sind Freunde, die sind Freunde geworden. Und die haben beschlossen oder gemerkt, dass in uns beiden immer ist eine Löwe und eine Maus. Und heute jetzt fangen wir an, diese Löwen und diese Stolz und diese Gefühle, ja, ich kann, und auch diese Mausgefühl zu akzeptieren, wie die sind. Und alles, was wir machen heute. Manchmal machen wir ruhige Pause, das ist unsere Maus. Ganz klein werden oder ganz ruhig. Und dann wir werden große Übungen machen wie eine Löwe. Und spüre vielleicht diese Gefühle, die du gespürt hast, während du klein warst und wenn du gebrüllt hast. So, stehen wir auf jetzt. Und wir machen ganz viel heute Sonnengrüße, aber mit Variation, um das zu spüren. Okay. Ich werde heute versuchen, jetzt seitwärts zu stehen, sodass du ein bisschen mehr von der ganzen Bewegung siehst. Und so, wir fangen an. Ich glaube, ich fange auf diese Seite.
weil unser schräger Bauch macht das. Okay, du bist an die Anfang deiner Matte und du bist ganz groß, wie ein Berg, Tadasana. Deine Füße sind zusammen, ganz gut geerdet, weil die Tiere sind gut geerdet, mit den Füßen fest auf dem Boden. Deine Hände sind ganz locker zur Seite. Deine Kinn ist leicht in Richtung deinem Brustkorb und deine Schultern sind ganz locker. Jetzt mit der nächsten Einnahme, du atmest tief ein, du bringst deine Hände in eine kreisende Bewegung vor dir in der Namaste-Stelle. Deine Unterarme sind parallel zum Boden und deine Hände sind Herzhöhe, nicht direkt am Körper, sondern ein bisschen weg. Und jetzt atme tief ein und bring deine Arme nach oben. Und dann deine Gesäßmuskeln sind ganz kräftig zusammen, sodass du deinen Unterrücken schützt. Und du guckst deine Hände an, machst dich ganz lang. Jetzt aus der Hüfte, komm in der Vorwärtsbeuge. Und lass alles los in dem Vorwärtsbeuge, stehende Vorwärtsbeuge. Deine Hände sind neben deine Füße. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, bring deine rechte Bein ganz nach hinten. Und du bringst deine Knie auf den Boden und deine Hände, Fingerspitze machen eine Linie mit deinen Zehen. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen. Und überprüfe, dass deine Knie direkt unter deinem Fußgelenk ist und dass du spürst in deiner rechten Hüfte ganz gute Dehnung. Und wenn du das nicht, dann du kannst deine Knie weiter nach hinten. Dein Kopf ist in Verlängerung. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, bring deine Vorderfuß zum hinten zu deiner anderen Fuß. Und deine Finger sind ganz gut gespreizt. Deine Mittelfinger zeigen nach vorne. Dein Kopf ist in Verlängerung. Und du bist ganz gerade mit deinem ganzen Körper. Das heißt, du musst deine Gesäßmuskeln kräftig zusammenbringen und deinen Bauch kräftig anspannen. Und jetzt ausatmen, Knie auf dem Boden, Brust zwischen die Hände und Stirn auf dem Boden. Und jetzt gleite deine Füße, Rücken auf dem Boden und gleite zum Cobra. Das heißt, deine Elben zeigen nach hinten, deine Hände haben keine Gewicht drauf. Du atmest tief ein und du machst alle die Arbeit von der Kraft deiner Oberkörper. Und jetzt ausatmen und drücke deine Hände fest in den Boden, stelle deine Füße auf, komm in der Hauptschauende Hund. Deine Füße können entweder zusammen oder leicht auseinander oder hüftbreit auseinander. Und deine Po geht Richtung nach hinten und nach oben. Und deine Arme sind lange gestreckt und du drückst deine Hände nach hinten und nach oben. Und dein Kopf ist ganz locker. Mit dem nächsten Einatmen, bring deine rechte Bein oder Fuß zwischen deine Hände. Und du bist wieder auf die andere Seite jetzt. Fußgelenk, Knie in eine Linie, Kopf in Verlängerung. Und du fühlst diese Dehnen jetzt auf die linke Seite. Spüre diese Löwe in dir. Und jetzt ausatmen, bring deine Hinterfuß zu vorne Fuß und lass los. Und jetzt einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Wir machen die andere Seite jetzt viel schneller. Und mit nicht so viel Erklärung. Schließ die Augen, spüre deine rechte Seite im Vergleich zu deiner linken Seite. Deine ganze Körper als ganz. Einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen nach oben, ausatmen aus der Hüfte, Vorwärtsbeuge. Einatmen, linke Bein nach hinten, ganz großer Schritt und Luft anhalten, komm in den Stock. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn auf dem Boden. Einatmen, nach oben und ausatmen, Hauptschauende Hund. Einatmen, linke Bein zwischen deine Hände. Und ausatmen, Hinterfuß zu vorne Fuß. Loslassen hier. Und dann einatmen, strecke dich nach oben.
Und ausatmen, Arme senken. Jetzt machen wir das mit Variation. So, einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, Arme nach oben, greife deine Hände, zeig deine Finger nach oben, bring deine Arme so nah am Kopf, dass du fast mich nicht hören kannst. Und jetzt einatmen und ausatmen, geh zu die rechte Seite, so. Du beugst dich auf die rechte Seite und tief einatmen nach oben und ausatmen andere Seite und einatmen nach oben. Und jetzt aus der Hüfte, komm in die Vorwärtsbeuge, genau. Ausatmen, lass alles los. An dieser Stelle, wenn man vorgebeugt ist, ein bisschen ruhiger ist, das ist diese Maus. Ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger. Und jetzt mit der nächsten Einnahme, bring deine rechte Fuß ganz nach hinten. Knie auf den Boden, bring deine Hände auf deine Knie. Mit der nächsten Einnahme, bring deine Arme nach oben. Und dann ausatmen, bring deine Hände zur Seite, deine Handfläche zeigen nach vorne und du guckst nach hinten. Und mit der nächsten Einnahme, wie eine Löwe, bring dein Knie hoch vom Boden und halte es ganz ruhig, mit ganz viel Stolz und Kraft. Tief einatmen und ausatmen. Bleib da, du bist ganz kräftig. Und jetzt ausatmen, bring deine Knie auf den Boden, deine Hände wieder nach oben und ausatmen, bring deine Hände wieder auf den Boden. Ich wollte eigentlich so machen. Umarme dich und bring deinen Kopf nach unten und du machst sozusagen eine Umarmung. Ausatmen. Und jetzt bring deine Hände auf den Boden und jetzt einatmen, komm in den Stock. Und ganz gut aushalten, gut kräftig Bauch und Po anspannen. Dein Kopf sollte in Verlängerung sein. Und ausatmen, Knie auf den Boden, Brust zwischen die Hände, Kopf nach unten. Und jetzt gleite zum Cobra, einatmen nach oben. Spüre deine Kraft, deine Oberkörper nochmal. Aber jetzt strecke deine Arme nach außen, wie eine Flugzeug sozusagen. Strecke deine Arme aus, öffne dich, nochmal ganz stolz und offen wie eine Löwe. Du kannst ganz laut Ruhe sagen oder brüllen, wenn du möchtest. Oder einfach lächeln. Und ausatmen, bring deine Hände wieder unter deine Schultern. Und jetzt stelle dich auf und komm in der halbstehende Hund. Und mach dich ganz lang, deine Beine ganz lange gestreckt. Und jetzt mit der nächsten Einnahme, hebe deine rechte Bein nach oben. Halte das ganz. Deine Zehen zeigen nach unten. Tief einatmen. Und ausatmen. Einatmen und manchmal, wir brauchen diesen Mut, weiterzuhalten und glauben, dass wir das können. Und ausatmen, senk deine Beine. Und jetzt bringe deine linke Bein nach oben. Du bist ganz ruhig in deinem Oberkörper. Und du atmest tief ein. Diese Prana oder diese Luft, diese Energie rein, sodass du weitermachen kannst. Und jetzt ausatmen, bring deine Füße wieder nach unten. Und bring deine, jetzt weiß ich nicht, rechte Bein nach vorne. Jetzt weiß ich. Jetzt bring deine Hände wieder auf deine Knie, deine Arme nach oben zur Seite. Und jetzt ausatmen, bring deine Arme zur Seite, jetzt zur Seite und Kopf nach oben und hebe deine Knie vom Boden. Tief einatmen
und ausatmen. Nochmal ganz ruhig bleiben. Mit ganz viel Löwe, ich kann. Ausatmen. Bring deine Knie runter, Arme nach oben und entarme dich und leg dich auf deine Oberschenkel. Kopf kann ganz ruhig werden, einfach runter sein. Man muss trotzdem ganz gut balancieren und Kraft in deine Oberschenkel und deine Beine sein. Erde dich und dann kannst du gut halten. Einatmen nach oben, Arme zur Seite. Bring deine Füße dann wieder runter. Und einatmen, Arme nach oben. Strecken und ausatmen, Arme senken. Schließe die Augen einen Moment. Spüre in deinen Körper, wo du gearbeitet hast. Und jetzt spüre diese nächste Einatmen. Was kommt? Einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, Arme nach oben. Und aus der Hüfte kommen und bleiben hier parallel zum Boden. Tief einatmen und ausatmen. Bleib da. Das heißt, du musst kräftig mit deinen Füßen arbeiten und die Kraft deiner Arme arbeiten. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, hebe deine rechte Fuß auf den Boden. Deine Zehen zeigen zum Boden. Und ausatmen, bring deine Füße nach unten und ausatmen, runter sinken. Jetzt greife deine linke Hand mit deiner rechten Fußgelenk. Deine rechte Arm geht nach außen. Und einatmen nach oben. Strecke deine Arme zum Decke. Du kannst mit deinem Kopf folgen, aber du bist immer noch in der Vorwärtsbeuge. Tief einatmen und ausatmen. Und jetzt ausatmen, komm wieder runter. Und bleib da. Jetzt diese ruhige Mausstelle. Und jetzt einatmen, bring deine linke Bein ganz nach hinten und komm nach unten. Und einatmen, hebe deinen ganzen Körper nach oben zum Krieger 1. So, Arme nach oben. Das heißt, deine Beine hier sind 90 Grad, deine Hüfte sind nach vorne gerichtet, deine Hinterbein ist gerade. Du kannst es auf den Boden haben kommen oder in den, aufgestellt. Arme sind nach oben. Tief einatmen und ausatmen. Jetzt drehe ganz langsam deine Hinterfuß aus. Drehe deine Hüfte zum die andere Seite. Deine Arme kommen zur Seite. Vorne und nach hinten. Handfläche zeigen nach unten. Dein Kopf geht in die Richtung deiner vorne an. Tief einatmen und ausatmen. Deine Schultern sind ganz locker. Jetzt senke deine Hinterarm auf deine Beine. Drehe deine vorne Hand nach oben. Tief einatmen. Bring es hoch und beuge dich nach hinten. Tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Jetzt ganz langsam einatmen, bring deine Arme wieder nach vorne. Und jetzt bring deine Arme vorne und zum Stock. Tief einatmen und ausatmen, Knie auf den Boden, Brust zwischen die Hände. Und jetzt kann man ganz langsam in der Bauchentspannungslage. Und jetzt nimm einen Moment und sammle alle deine Mut weiterzumachen und auch ein bisschen Entspannung dazwischen, sodass deine Muskeln sagen und verstehen, aha,
Pause. Ist auch sehr, sehr wichtig, um weiter in dieser Kraft zu bleiben. Nicht immer 120%. Man darf ab und zu entspannen. Und das zu lernen ist ein Geschenk. Und jetzt bring deine Hände unter deine Schulter, Fingerspitze mit den Linien mit deinen Schultern. Und jetzt einatmen, komm zum Cobra. Und wenn du möchtest, zum Sphinx. Deine Unterarme sind unter. Nur machen, wenn deine Unterrücken sagt, dass es in Ordnung ist. Deine Fußrücken sind auf dem Boden. Tief einatmen und ausatmen. Wenn deine Nacken und deine Rücken sagen nein, höre die zu und komm wieder runter zum ein kleinerer Cobra. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, bring deine Hände ein bisschen wieder zurück und drücke dich in den Herabscheinhund. Und jetzt strecke deinen Rücken aus nach dieser tief einatmen und ausatmen. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, bring deinen linken Fuß wieder zurück. Und jetzt Kraft nach oben kommen zum Krieger 1. Du bist vorne gestellt, Arme nach oben. Und dieses Mal Hinterfuß jetzt zu die andere Richtung, Arme nach unten. Kannst du deine Mikrofälle ausstellen und halte das so. Kopf ist vorne, aber dein ganzer Körper ist, Hüfte sind geöffnet in die Richtung den anderen Wand, nicht vorne, zu seitlich. Und jetzt bring deinen Hinterarm zum Fuß. Rotiere deine Hand, vorne Hand nach oben. Einatmen, mach deine Beuge nach hinten. Tief einatmen und ausatmen. Ganz kräftig deine Füße in den Boden platzieren, sodass du ganz ruhig stehen kannst und mit ganz viel Kraft. Und einatmen, bring deine Arme wieder zurück. Und Hinterarm von hinten nach vorne, kreisen und komm und bring deinen Fuß in der stehenden Vorwärtsbeuge. Tief einatmen und ausatmen. Bring deine rechte Hand auf deine linke Fußgelenk, linke Arm zur Seite, nach oben zur Decke. Tief einatmen. Mit deinem Kopf geht in die Richtung deiner Arm, das in der Luft ist. Nach oben geht, lass los und geh vorwärts in die Vorwärtsbeuge. Aber der Arm strebt und du machst diese Twist oder Drehung. Ausatmen, Arme runter und hängen. Und jetzt sammle deine Kraft, diesen Mut zu haben, etwas anders zu sein, kräftiger zu sein vielleicht. Man braucht immer Mut, wenn man dich selber ändern möchte. Der Maus müsste sich selber ändern, um weiterzukommen, wie sie möchte. So, jetzt mit der Kraft, tief einatmen, komm, halbe Vorwärtsbeuge. Das heißt, du bist ganz Oberkörper ist parallel zum Boden und Arme auch. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, hebe deinen linken Fuß nach oben. Tief einatmen, Zehen zeigen zum Boden. Und jetzt ausatmen, bring deine Füße nach unten. Fuß nach unten. Und einatmen mit der Kraft. Dein Gesäß und Füße auf dem Boden, strecken dich nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Bleib da in Tadasana, schließ die Augen. Einen Moment. Komme jetzt in den Shavasana. Strecke deine Beine aus. Gib dich, mach jetzt eine Pause, eine Zwischenatmung. Lass deine Füße auseinanderkommen, deine Hände sind nach oben. Du bist einfach jetzt
ruhig und gönnst dich eine Pause. Spüre im Moment alle die Emotionen und Gefühle in dir. Fühlst du im Moment wie die Maus am Anfang der Geschichte oder wie die Löwe am Anfang der Geschichte? Oder jetzt eher wie die zwei Tiere am Ende der Geschichte? Es ist ganz wichtig zu erkennen, dass egal was du nachgedacht hast oder was du gespürt hast in dir, alles was du spürst und fühlst, ist genau richtig in diesem Moment. Wir haben alle Gefühle, gute, schlechte, stolz, winzig, aber alles ist richtig. Mut, Angst, das haben wir alles. Und es ist einfach der erste Schritt, bewusst über unsere Gefühle zu sein oder zu werden. Und dann darfst du den nächsten Schritt machen. Was will ich mit diesen Gefühlen tun? So lassen oder die ändern. Und wir haben immer die Wahl. Jetzt bringe deine Knie zu dir und rolle dich ganz langsam nach vorne, nach hinten. Ich kann mich gut erinnern, als ich ganz kräftig Rückenschmerzen hatte für ganz lange Jahre. Diese Bewegung ich hatte echt viel Angst. Bis ich einfach gesagt, ich lasse meine Angst los. Ich habe Mut, einfach das auszuprobieren und immer wieder versuchen. Und wenn ich das losgelassen habe, war es viel einfacher. Strecke deine Beine jetzt aus und bringe deine linke Knie zu dir. Platziere deine Füße neben deine rechte Knie. Versuche wirklich deine Sitzbeinhocke zu finden und du bist jetzt geradeaus. Schlingel deine rechte Arm oder über deine linke Knie und in eine kreisende Bewegung bring deine Arme nach hinten und du gehst in eine Drehung. Und mit jeder Einatmen streckst du in die Länge und nach hinten. Du guckst über deine linke Schulter. Und jeder Ausatmen lässt du los. Einatmen in die Länge. Ausatmen. Drehung, lass los. Hier sehen wir in einer anderen Blinkwinkel nach hinten. Und diese Geschichte hilft mir, diese andere Blinkwinkel zu wissen, dass wir haben beide Löwe und Maus und uns einatmen, Arme nach oben und ausatmen, Beine strecken. Vergleiche deine rechte Seite zu deiner linken Seite. Wie ist es manchmal eine Maus zu sein oder eine Löwe? Und jetzt einatmen, hebe deine linke Bein neben deine rechte Knie. Schlingel deinen linken Arm mit deinem rechten Knie oder Schienbein. Einatmen, kreisende Bewegung, Arm nach oben und nach hinten. Platziere deinen Arm oder Hand auf dem Boden. Aber es gibt keinen Druck oder du lenkst nicht auf die Arme. Es ist nur ein Stütz. Die Arbeit ist hier in deinem Hinterrücken. Einatmen nach oben und ausatmen in die Drehung. Guck über deine rechte Schulter. Und jetzt einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, Arme runter. Strecke deine Beine aus. Bring dann jetzt deine Füße aufgestellt zu dir. Bring deine Arme und Arme deine Knien und lass deinen Kopf nach unten und ausatmen. Einatmen und dann ausatmen. Lass alle deine Luft
aus deiner Lunge. Einatmen, ganz langsam deinen Kopf nach oben. Und jetzt strecke deine Beine aus und komme jetzt für die Endentspannung in Shavasana. Du kommst ganz langsam nach unten. Bring zuerst deine Beine ganz zusammen. Strecke deine Füße ganz lange aus. Ziehe deine Brille aus, wenn du die anhast. Und strecke deine Arme ganz lang. Greife deine Hände. Mach dich ganz, ganz lang. Tief einatmen. Spüre die Muskeln, die auseinandergehen zwischen deinen Rippen, wenn du einatmest. Ganz bis zum Lungenspitze einatmest. Und dann ausatmen. Lass deine Schulter runter und einatmen wieder letztes Mal. Bis zur Lungenspitze. Jetzt ausatmen, deine Arme kreisende bewegen, komm nach unten. Lass die einfach ein bisschen weg von deinem Körper und bring deine großen Zehen locker zur Seite. Ausatmend in die Endentspannung Shavasana. Und jetzt bringe deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Tief einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Bringe deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und lass die ganz los. Deine Beine ganz los. Einatmen und lass deine Hüfte, deine Gesäßmuskeln ganz los. Atmen ein und lass deine Bauchmuskeln los. Atmen ein und lass deine Brustkorb los. Atmen ein und lass deine Arme und Nacken los. Alle deine Gesichtsmuskeln sind entspannt und dein Kopf ist ganz gelassen. Bleibe einen Moment in diese Stille, mit diesem Wissen, dass du hast beide in dir. Bleibe in die Stille einen Moment mit diesem Wissen, dass du beide in dir hast. Eine Maus und ein Löwe. Und du bist wunderbar, genau wie du bist, mit all deiner Stärke und deiner Schwäche und all diese Gefühle, die in uns schwimmt. Und du hast immer die Entscheidung zu treffen und etwas zu tun, wenn du etwas ändern möchtest. Du hast Mut und du bist stark. Und jetzt vertiefe deinen Atem.
bringe eine Lächeln mit Freude im Gesicht und diese Ideen mit dir für den Rest deines Tages. Bewege deine Hände, deine Füße. Mache Bewegungen, die gut für dich sind. Und komme ganz langsam nach oben, rückenschonend zum Sitzen. Du kannst deine Augen immer noch schließen. Und wir sitzen einmal ganz gerade und singen dreimal, um diese Yogastunde zu schließen. Om. 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 Ich danke dir, dass ich diese Yogastunde geben durfte und dass du zugeschaut hast. Namaste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.